Willkommen bei Next Move zur Weltpremiere des VW ID.4 und wir nehmen euch heute mit ins Werk nach Zwickau, denn hier, ihr seht schon hinter mir die Autos, wird der ID.4 gebaut und er wird wirklich schon gebaut. Schon vor der Weltpremiere hat man hier angefangen, die Autos, echte Kundenfahrzeuge zu bauen. Das sind alles First Edition Fahrzeuge. Wir gucken, was kann die First Edition, welche Farben gibt es, was kosten die Autos, technische Daten, wann kommen die nächsten Autos. Wir schauen mal auf den Vergleich zum Wettbewerb. Tesla Model Y ist da der Kandidat. Außerdem machen wir die ultimative Next Move Spaltmaßkontrolle und wir haben den Geschäftsführer des Werkes für ein Interview und haben uns ein paar fiese Fragen ausgedacht. Mal sehen, ob er sie alle beantwortet. Und wir wollen schauen, ob der ID.4 ein Kandidat für die Next Move Flotte ist. Auf geht's, ich nehme euch mit. So, wir sind hier in der Produktionslinie ID.4. Aktuell laufen hier 4 Farben übers Band. Wir haben Weiß, wir haben das schicke Blau, wir haben ein dunkles Anthrazit und ein Goldgelb. Das habe ich noch nicht gesehen, werden wir aber sicher noch sehen. Da hinten wurden die Sitze montiert. Hier wird jetzt gerade der Innenspiegel in das Fahrzeug montiert und auch oben in der Mitte noch eine Einheit. Und im nächsten Schritt gibt es dann die Türen für den ID.4. Und man sieht schon hier so ins offene Auto die luftigen Platzverhältnisse. Und das Spannende ist, dass die ID.4s in jedem 7. Ei praktisch jetzt hier mit dabei sind zwischen den ID.3. Nicht jeder 7., aber jeder 4., 5. ungefähr ist aktuell jetzt schon ein ID.4, der hier übers Band läuft. So now you're here again knocking at my door. A little too late for, I'm sorry for. The lights went out 'cause you kept cutting the cord. And I started to fade into your gray. See, I finally opened up my eyes, and I saw me coming back to life. So, jetzt ist der Moment, wo die Tür ans Auto rankommt. Es passt hier alles, Millimeterarbeit. Das ist übrigens die First Edition und die kommt in 2 Ausstattungsvarianten. Wir sehen hier die günstigere von beiden, erkennbar daran, dass kein Panoramadach im Fahrzeug verbaut ist. Dass es die First Edition ist, sehen wir vorne am Kotflügel, da ist ein kleiner First-Aufkleber drauf sozusagen. For you in the passenger seat. There's only so far I can ride in your dreams. While you were chasing everything else but me, I'm starting to break out from your gray. So, das Fahrzeug wurde jetzt quasi in Betrieb genommen. Bis eben hingen diese beiden Klemmen auf der 12-Volt-Batterie. Und jetzt kommen hier so raumschiffartige Geräusche aus dem Auto. Ich weiß nicht, ob man es hört. Ich kann aber mal ein Mikro reinhalten oder mal rangehen. So ein Oh, Licht geht an. Ja, ich höre es, ja. Ihr hört es wahrscheinlich nicht. Und die Schutzplane ist jetzt auch ab. Man sieht also, es ist eine First Edition. Und 49.000 € ist grob der angekündigte Preis. Wohlgemerkt mit 16% Mehrwertsteuer. Ja, hier in der Produktion ein Auto nach dem anderen. Hier haben wir jetzt wieder ein ID.3, die laufen also zwischendurch in Serie. Hier haben wir einen Rechtslenker und auffällig ist, auch das ist noch eine First Edition. Also auch jetzt werden noch Fahrzeuge für die First Edition gebaut, insgesamt wohl ungefähr 25.000 Stück. Das Werk läuft hier quasi unter Volllast im Dreischichtbetrieb. 6, 14, 22 Uhr, glaube ich, sind die Wechselzeiten. Aktuell laufen hier ungefähr 560 ID.3 pro Tag vom Band. Größenverhältnisse sind natürlich ein wichtiges Thema, erst recht im Vergleich zum Tesla Model Y. Tesla gibt alleine für den Kofferraum keine Volumenangabe an. Beim ID.4 sind es 585 Liter und wir haben ja das Tesla Model Y schon mal vermessen. Ich bin gut vorbereitet, das machen wir jetzt auch. Das Auto rollt, aber wir rollen auch. Jetzt stehen wir gerade wieder und wir messen mal die Breite. Da messen wir zum einen zwischen den Radkästen, da haben wir 95 cm. Da haben wir hinten 1,25 Meter und zwischen den Radkästen genau 1 Meter, würde ich sagen. Dann am Boden in der Mitte. Naja, ein Stückchen müssen wir noch abziehen hier, wir wollen ja nicht bescheißen. 95 cm. Und die Länge in der Mitte gemessen, ab Sitz, haben wir 110 cm. Wir machen mal noch die Höhe der Luke, das Band ruckt wieder an. Sind wir hier bei 82 cm. Ich bin mir nicht sicher, ob wir hier die Rückbank umklappen dürfen, aber ich glaube, es guckt gerade keiner. Wir machen es mal. Wir sehen eine Stufe und wir messen mal zum Fahrersitz. Ich weiß aber nicht, wie der jetzt eingestellt ist.
Da haben wir 1,84 Meter. Sind hier zerkannte 1 Meter, also hier gemessen 1,65 Meter. Und wir schauen mal hier unten rein. Eine Luke noch, ähnlich wie beim ID3, aber ein bisschen größer. Und da ist Metall. Jetzt alles wieder ordentlich machen. Keiner gesehen. Letzte Woche wurde bei Electrek ein VW-interner Vergleich zwischen ID4 und Model Y geleakt. Herbert Diess hatte ja kürzlich bestätigt, dass das Model Y in vielen Dingen, natürlich nicht in allen, die Referenz für den ID4 war. Und das sieht man ganz klar, wenn man sich die Silhouette der beiden Fahrzeuge ansieht. Das Model Y ist ein paar Zentimeter länger und hat auch einen längeren Radstand, aber der ID4 dadurch einen fast 2 Meter engeren Wendekreis und beim Platzangebot für die Insassen sind beide sehr nah beieinander. Der ID4 startet ca. 9.000 € günstiger in den Markt als Tesla. Das Model Y bietet dafür aber natürlich mehr Fahrleistung und schnelleres Laden. Was das alles in der Realität bedeutet, werden wir natürlich in künftigen Videos genau untersuchen und den Alltagstest für euch machen. Das erste Model Y in Europa haben wir bereits im Mai auf unserem Kanal in diversen Videos getestet. Darunter ein umfassendes Review-Video und auch ein parallel gefahrener Autobahnreichweitenvergleich mit Model S, 3 und X. Den Link zu den Videos findet ihr wie immer oben rechts. Ein spannendes Detail habe ich hier an der Linie noch entdeckt. Wir schauen mal hier auf das Auto, da steckt ein Stecker drin, aber es ist gar kein Kabel drin. Ich habe mir mal so ein Ding besorgt, die werden hier nämlich abgemacht in dieser Station. Ist so eine Art Ladeadapter, der ist wohl Bestandteil des Prüfungs- und Installationsprozesses oder Initialisierungsprozesses im Fahrzeug. Und ID3 und ID4 haben sogar verschiedene. Das ist einer für den ID4 und ID3 hat eine rote Markierung. Spannend. Wir sind jetzt hier im Innenraum des ID4 und schauen uns live in der Produktion an. Kleines, knuffiges Lenkrad, zentrales Display, Fahrerdisplay wie beim ID3. Auch der Knauf zum Schalten, wie wir es kennen. Das Display ist allerdings größer und auch die Materialien vom Interieur wirken doch deutlich hochwertiger als beim ID3. Am meisten fällt es einem natürlich auf, wenn man auf die Sitze guckt, wobei das hier eine First Edition ist. Das wird also vermutlich nicht die Grundausstattung sein. Wir sind jetzt hier in der Endkontrolle. Ich stehe mitten im Lichttunnel quasi. Wir sehen jetzt hier auch noch die 4. Farbe und wir sehen natürlich die finale Front des ID4. Hier sind 2 Mitarbeiter damit beschäftigt. Hier stehen nur ID4 heute. Die wurden allerdings nur für uns heute ID4-mäßig sortiert, normalerweise gemischt. Endkontrolle auf Beschädigungen, auf Lackunregelmäßigkeiten und natürlich auch Spaltmaße werden hier noch kontrolliert. Ich bin hier nochmal in der Endkontrolle gerade vorbeigekommen und hier steht ein ID4 und ihr glaubt es nicht, hier ist ein Fingerabdruck drauf. Das geht natürlich gar nicht, da lege ich natürlich für euch nochmal selber Hand an. Die Automotorsport hatte in Bezug auf den ID3 geschrieben, die Spaltmaße wären nicht in Ordnung. Ich habe ja viele Autos bei den Fahrveranstaltungen gesehen. Diesbezüglich konnte ich die Kritik nicht teilen. Und beim ID4 machen wir es gleich mal selber. Und bei VW nimmt man hier so eine Leere und das geht rein und ich glaube 3,5 darf nicht reingehen. Passt also. Ich glaube, den nehmen wir. Ja. Jetzt habe ich noch einen spannenden Interviewpartner. Bei mir ist Reinhard de Vries, Geschäftsführer VW Sachsen. Man könnte auch sagen Werksleiter und bei YouTube per Du, also der Reinhard. Wir haben ein paar spannende Fragen vorbereitet und mal sehen, ob wir euch noch neue Infos liefern können. Wir haben hier viele ID4 gesehen. Kann man denn zu den Stückzahlen was sagen, was dieses Jahr noch an ID4 hier geplant ist im Werk und vielleicht nächstes Jahr? Ich sage mal so, Stefan, wir bauen aktuell 600 Fahrzeuge, sind im Hochlauf nach wie vor. Wir wollen ja auf eine Zielgröße von 1500 hier am Standort. Und wir fahren das im Mix. Ja? Und bis Ende des Jahres wollen wir schon mal erhöht haben auf 700, 800 Fahrzeuge. Und in diesem Mix ist natürlich der ID3 mit dem ID4 drin. Und wir sind jetzt an der finalen Ausplanung, wie wir die Jahresendrallye hier für uns gestalten.
Das heißt, theoretisch könnte sich oder die Bauzahlen auch nach der Nachfrage richten. Ist da eine Flexibilität drin oder? Ja, wir sind immer flexibel. Ja. Wir können, und da denken wir auch schon drüber nach, durch arbeitsorganisatorische Maßnahmen ein bisschen mehr machen. Heißt zum Beispiel eine Samstagsschicht zu fahren. Das ist zu verhandeln und mit unserem Sozialpartner dann festzulegen. Aber wir sind grundsätzlich in der Lage dazu und haben diese Flexibilität. Das klingt spannend. Das heißt dann nächstes Jahr vielleicht sogar mehr als 300.000 Autos, wenn der Samstag noch kommt? Ja, warum nicht? Warum Ja? nicht? Also wenn das Programm da ist, die Nachfrage da ist und die Indikationen vom Markt her sind ja erwartet sehr gut für uns, dann können wir das in der Tat organisieren. Und Akkus gibt es genug? Akkus gibt es genug. Ja. Zum Start sehen wir hier alles Heckantriebvarianten mit der großen Batterie, 77 Kilowattstunden. Wann kommen die anderen? Also wann kommt der kleine Akku und wann kommt der Allradantrieb? Also beide Varianten, die du angesprochen hast, werden im nächsten Jahr auf den Markt kommen. Das war auch so geplant, dass wir jetzt mit der 77 kW Batterie starten. Und das ist eine sehr schöne Konstellation. Ich fahre das Auto auch. Ja. Ich fahre aktuell 2 Fahrzeuge, den ID.3 mit dem schwarzen Kennzeichen und den ID.4 mit der Testversion sozusagen. Aber mit der 77 kW Batterie, die ich übrigens auch im ID.3 jetzt drin habe, das ist ein Pro S, komme ich also locker nach Wolfsburg, ja, lade danach, komme dann auch wieder locker zurück. Also das ist ein schönes Fahren. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Ich habe gehört, du bist heute gerade aus Wolfsburg eingeflogen. Mit welchem Auto bist du heute unterwegs gewesen? Kann ich dir zeigen. Ich habe gerade noch hier den Schlüssel dabei von meinem ID.3 Pro S. Das funktioniert. Und den ID.4 aber auch schon in der freien Wildbahn gefahren? Auch das, ja. Und Wir fahren ja auch Konzernabnahmefahrten, Vergleichsfahrten. Und da sind unsere Fahrzeuge noch leicht getarnt. Aber wir fahren sie natürlich dann auf öffentlichen Straßen, um sie auch kundengerecht und praxisgerecht testen zu können. Und Vergleichsfahrten, war ein Model Y dabei bei den Vergleichsfahrten? Also bisher nicht, an denen ich teilgenommen habe. Aber das wird sicherlich in den nächsten Runden der Fall sein. Und dann testen wir natürlich auch gerne unseren Wettbewerber. Das machen wir aus der Erfahrung heraus immer wieder. Du hast 6 Autos gesagt für 2021. Welche sind das alle? Ja, wir haben ja jetzt den ID.3 schon im Programm, den ID.4 jetzt aktuell. Danach kommen noch 2 Audi-Modelle und es kommt noch ein weiteres Volkswagen-Derivat und es kommt der Seat Cupra auf uns zu und natürlich auch auf den Kunden. Ja, vielen Dank für die spannenden Einblicke und Auskünfte und Kanalabo. Unseren Kanal hast du abonniert? Na klar. Ja. Den hier wollten wir euch noch kurz zeigen. Das ist die 4. Farbe der First Edition, die wir noch nicht in Großaufnahme hatten. Mangangrau heißt sie und ich habe gehört, demnächst gibt es auch noch rote ID.4. The future starts right now. I made a reservation, but you never came, so I'm checking out. The fire you stole away. I know one day we'll come back around. The future is now. The future is now. Vieles zum ID.4 war ja schon vorab bekannt. Eine Sache wurde zur Weltpremiere erst gelüftet, nämlich das Gesicht des ID.4. Wir sehen ja quasi das Familiengesicht durchaus nah am ID.3. Geschlossene Front und hier auch wieder mit der LED-Lichtleiste, wie wir es schon vom ID.3 kennen. Beleuchtetes Logo in Europa leider nicht erlaubt. Hier vorne ist dann auch die Kamera und hier unten entsprechend Lufteinlass, dass das Fahrzeug, wenn er den Akku entsprechend sich kühlen oder heizen muss, auch ein bisschen Luft kriegt. Wir schauen auch ein bisschen auf die Details. Die Klinke möchte ich euch zeigen. Wir haben hier einen angedeuteten Griff, aber er klingt nicht, sondern es ist nur ein Touchgriff, wo innen drin eine Sensorikfläche ist, die entsprechend die Tür freigibt und super leicht, wie die hier auf und zu geht. Die Basis des ID.4 soll unter 37.000 € starten. Dafür gibt es die kleine Batterie mit 52 Kilowattstunden. Das Auto kann dann mit 100 Kilowatt Leistung geladen werden. Die mittlere Batterie aus dem ID.3 mit 58 Kilowattstunden, die wird hier bei dem Auto nicht angeboten. Die großen haben 77 Kilowattstunden Batterie und laden mit bis zu 125 Kilowatt Ladeleistung am CCS Schnelllader. Ladeklappe ist hinten rechts, wie beim ID.3. Oben die normale Dose für den Wechselstromanschluss hier mit 11 Kilowatt Ladeleistung und unten das große Programm mit CCS für unterwegs an der Autobahn. Wir haben jetzt hier eine First Edition Max, also die große Ausstattung. Die wesentlichen Unterschiede sind das Licht sowohl vorne als auch hinten. Also vorne gibt es ein Matrix-LED-Licht. Wir haben die großen Räder, wir haben Memory- und Massagesitze auf beiden vorderen Plätzen. Wir haben ein Glasdach und wenn wir noch mal reinschauen, sehen wir auch, es gibt 2 verschiedene Größen für das Infotainment und hier haben wir das große verbaut.
Wenn euch der VW ID.4 interessiert, dann findet ihr exklusiv auf unserem Nextmove-Kanal den ersten Fahrbericht zum ID.4, den wir bereits Anfang September veröffentlicht haben, damals noch mit verhüllter Frontpartie des Fahrzeugs. Aber wer ist nun besser, ID.4 oder Model Y? Wir glauben, dass die beiden gar nicht so sehr im Wettbewerb zueinander stehen. Beide Elektroautos werden in allererster Linie Verbrenner ersetzen. Aus unserer Erfahrung als Vermieter von Elektroautos gibt es Menschen, die einen Tesla fahren wollen, und es gibt eben welche, die einen Volkswagen fahren wollen. Wir sind gespannt, wie sich die Zulassungszahlen nächstes Jahr entwickeln. Als kleinen Frühindikator wollen wir heute von euch mal wissen, für welches Auto würdest du dich entscheiden? VW ID.4 oder Tesla Model Y? Mach mit bei unserer Umfrage, den Link findest du unten in der Beschreibungsbox. Die Auflösung zeigen wir dann am 2. Oktober in unserer wöchentlichen E-Mobility-Nachrichtensendung, unseren Next News. Teilt das Video gern mit Kaufinteressenten. Je mehr Menschen abstimmen, desto repräsentativer die Ergebnisse. So sieht sie also aus, die Weltpremiere eines Autos aus der Produktion auf einem YouTube-Kanal. Mal ganz anders als die Hochglanzmessen der letzten Zeit. Der ID.4, ab jetzt kommt er auf die Straßen. Zum Jahreswechsel sollen die ersten Autos beim Kunden sein und schon vorher kommt der ID.3. Da werden ja jetzt Autos ausgeliefert, und an die Zuschauer, die eine First Edition bestellt haben und noch auf ihr Auto warten, ich weiß, wo sie stehen, da drüben, hier nämlich auf dem Zug, stehen noch mehrere hundert Autos, die in den nächsten Tagen dann sicherlich an Kunden ausgeliefert werden. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht zuzuschauen. Lasst uns gerne ein Abo da und wir sehen uns wieder im nächsten Video.